Eine Entsorgung der deutschen Vergangenheit darf es nicht geben. Das gilt für die erste und auch für die zweite deutsche Diktatur. Wir müssen deshalb diesem Thema Stasi und DDR richtig deutlich mehr Aufmerksamkeit im Schulunterricht und in der Bildungsarbeit schenken. Es gibt allerdings, meine Damen und Herren, starke Kräfte, die genau dies verhindern wollen. Denn die Täter, sie sind ja noch unter uns, meine Damen und Herren. Sie sitzen in Aufsichtsräten, in Stiftungen, in den Schulen und auch in den Parlamenten. Hey Leute, die AfD hat den Mauerfall vor 35 Jahren gedacht. Ein Tag, der Geschichte geschrieben hat. Aber warum ist dieser Moment für uns auch heute noch so wichtig? Gerade jetzt, wo sozialistische Ideen wieder aufkommen, wird der Ruf „Nie wieder Sozialismus" lauter. Lasst uns gemeinsam schauen, was die AfD dazu sagt und warum die Erinnerung an diesen Tag für unser Land entscheidend ist. Bleibt dran, das wird spannend. Auf geht's! Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Gehen Sie doch durch den Grenzübergang. Nehmen Sie den Arm und immer wieder. Kommt, die Frau will. Es war ein Glückstag für unser Volk. Und wir können so dankbar sein, dass die Geschichte so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Sie hätte ganz anders verlaufen können. Und wir werden auch nicht vergessen, dass es in den Tagen nach dem 9. November, als es darum geht und darum ging, ob wir uns wieder vereinigen werden, dass es hier viele gab, die das nicht wollten. Es waren vor allen Dingen linke Intellektuelle, es war die SPD, es waren die Grünen, die genau damit gehadert haben, die zwei deutsche Staaten behalten wollten. Ich erinnere mich noch, als ich ein kleiner Junge war, da bin ich mit meinem Großvater im Westharz spazieren gegangen und mein Großvater hat immer zu mir gesagt: Junge, ich bin ein alter Mann, ich werde das Ende dieser unnatürlichen Grenze nicht mehr erleben, aber du wirst Deutschlands Einheit erleben. Und das hat mich ein Leben lang geprägt, das war für mich immer ein großer Anspruch und mein Großvater hat zum Glück Recht behalten. Der Sozialismus in all seinen Schattierungen ist eine zutiefst verbrecherische und menschenverachtende Ideologie. Eine Ideologie, die noch niemals und nirgendwo auf dieser Erde Gutes bewirkt hätte und dies auch niemals tun wird. Eine Ideologie, die immer und stets, wenn sie Staatsideologie war, verbrannte Erde hinterlassen hat, eine zugrunde gerichtete Umwelt hinterlassen hat, ermordete, gebrochene, drangsalierte und schikanierte Menschen zum Ergebnis hatte, meine Damen und Herren. Schon heute verblasst die Erinnerung an die Taten des real existierenden Sozialismus. Nicht nur auf deutschem Boden, mehr und mehr. Im staatlichen Schulunterricht spielt das Thema keine Rolle und das Gedenken an die Opfer des DDR-Regimes wird in der Öffentlichkeit kaum mehr wahrgenommen. Umso wichtiger sind Veranstaltungen wie diese, die dazu beitragen, dass dieser Teil der jüngeren deutschen Geschichte im kollektiven Gedächtnis der Deutschen bleibt. Eine Entsorgung der deutschen Vergangenheit darf es nicht geben. Das gilt für die erste und auch für die zweite deutsche Diktatur. Wir müssen deshalb diesem Thema Stasi und DDR richtig deutlich mehr Aufmerksamkeit im Schulunterricht und in der Bildungsarbeit schenken.
Es gibt allerdings, meine Damen und Herren, starke Kräfte, die genau dies verhindern wollen. Denn die Täter, sie sind ja noch unter uns, meine Damen und Herren. Sie sitzen in Aufsichtsräten, in Stiftungen, in den Schulen und auch in den Parlamenten. Die Partei, die hat immer recht, Genossen, es bleibt dabei. Denn wer für das Recht kämpft, hat immer recht, gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht, wer die Menschheit verteidigt, hat immer recht. Denn aus Leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt, die Partei, die Partei, die Partei. Ich selbst war kurz zuvor noch Soldat und lag an der Grenze. Und wenn wir Alarm hatten, dann waren die Flieger immer rot, Fliegerrot, und kamen zufällig aus dem Osten. Wenige Jahre später habe ich dann in Berlin studiert und saß in einem Studienseminar zusammen mit einem jungen Mann, der auch Lehramt studierte, Jens Uwe hieß er. Und irgendwann kamen wir darauf zu sprechen, Mensch, was hast du eigentlich gemacht vor dem 9. November 89? Und wir haben festgestellt, dass wir fast zur gleichen Zeit und fast an der gleichen Stelle auf der anderen Seite der Grenze, und zwar bewaffnet, uns gegenüber standen. Wir haben uns in die Augen geguckt, zwei Deutsche, die dieselbe Sprache sprachen, die demselben Volk angehörten, und haben unsere Gläser in die Hand genommen, hatten Tränen in den Augen und haben angestoßen. Die deutsche Einheit war ein ungeheures Glück, über das ich mich heute noch täglich freue. Ich denke aber auch an das Befeuern des Glücksrittertums durch die Treuhand, die Massenarbeitslosigkeit in den 90er und 2000er Jahren im Osten. Und ich denke daran, dass heute die demokratischen Werte, die von den Menschen damals unter Blut, Schweiß und Tränen erkämpft wurden, Gewaltenteilung, Freizügigkeit und insbesondere die Meinungsfreiheit, von den heute herrschenden linken und grünen Mainstream-Parteien mit Füßen getreten und geschliffen werden. Sozialistisches Gedankengut wieder als allgemeingültig erklärt werden soll. Dagegen müssen wir uns wehren. Denn uns alle sollte doch einen: nie wieder Sozialismus, weder brauner noch roter und auch kein grüner. Vielen Dank. Lasst uns gemeinsam für unsere Heimat, für unser Deutschland kämpfen und voranschreiten. Das ist die Botschaft von 35 Jahren deutscher Einheit.